Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Clankrieger müssen in jede Zwergenarmee rein und deswegen kommt heute der erste Trupp auf die Werkbank. Natürlich werden es mehr als diese 10 werden, aber Zwergenkrieger, imperiale Soldaten und bretonische Landsknechte sowie bretonische Ritter sind nun mal kein Sprint, das ist ein Marathon. Und heute fangen wir mit diesem Marathon bei den Zwergen an. Elric Hakonsson schlug zu, als das grüne Gesicht über der Brustwehr auftauchte. Der Ork grunzte überrascht, dann ließen seine kraftlosen Finger die Leiter los und er fiel nach hinten. Auf seinem Weg nach unten riss er noch einige seiner Kameraden mit in den Tod. Die Grünhäute stürzten schreiend die Leiter hinab und fielen auf ihre nachdrängenden Gefährten. Für einen kurzen Moment konnte er verschnaufen. Als die Meldung gekommen war, dass die Festung angegriffen wurde, waren Elric, Snorri und Tjalf gerade damit beschäftigt gewesen, eine der Wasserpumpen in der Schmiede der Maschinistengilde zu reparieren. Sie hatten gerade die letzte Mutter festgezogen und sich auf ein gemütliches Feierabendbier gefreut, als der Bote in die Schmiede gekommen war. Meister Damrosch hatte sofort den Befehl gegeben, alle Essen anzuheizen und auch die Gießereien hatten ihren Betrieb wieder aufgenommen. Überall hatte geschäftiges Treiben eingesetzt. Blasebalge hatten gefaucht und die Flammen wieder tanzen lassen. Loren, gefüllt mit Erz und Kohle, waren in die Schmelzhütten gefahren und die wasserbetriebenen Hammerwerke hatten ihre Arbeit wieder aufgenommen. Elric und sein Arbeitstrupp hatten zu denen gehört, die von der Gilde abgestellt worden waren, die Verteidiger auf den Wällen zu verstärken. In aller Eile hatten sie sich gerüstet und waren mit den anderen Kriegern auf den ihnen zugeteilten Mauerabschnitt gelaufen. Allerdings nicht ohne von der Gilde mit zusätzlichen Waffen ausgerüstet worden zu sein. Jeder Zwerg der Gilde hatte zu seiner persönlichen Ausrüstung eine Pistole und Munition erhalten. Außerdem hatte jeder zweite Krieger eine Donnerbüchse bekommen, mit denen man schnell einen ganzen Wehrgang leerfegen konnte. Die experimentellen Granaten hatten die Maschinisten nur widerwillig herausgegeben. Sie hatten darauf beharrt, dass sie noch nicht genug erprobt und für die Kämpfe auf den Wällen doch eher ungeeignet wären. Trotzdem hatten sie den Zwergen versichert, dass nichts passieren würde, solange nicht die Zündvorrichtungen aufgeschraubt und der Feuerstein betätigt wurde. Ob er sie wirklich brauchen würde, das wusste Elric nicht. Aber frei nach dem Spruch, besser haben als brauchen, hatte er sie sicher in seinem Beutel verstaut. Jetzt kämpften Elric und seine Freunde hier oben auf den Wällen. 3 Angriffe hatten sie schon zurückgeschlagen und er machte sich bereit, den nächsten Ork in Empfang zu nehmen, der die Leiter hinaufkam. Plötzlich standen Snorri, Tjalf und 2 andere Zwerge neben ihm. Sie hielten lange Stangen in den Händen, die am Ende gegabelt waren. Diese hakten sie in die Sprossen der Sturmleitern der Orks ein und begannen zu schieben. Erst bewegte sich die Leiter nur wenig, dann wurde sie langsam von der Mauer fortgedrückt. Ein neuer Ork erschien an der Spitze der Leiter und wollte gerade mit seinem Schwert ausholen, als er bemerkte, wie sich die Leiter langsam, aber stetig von der Mauer entfernte. Sein eben noch wütender Gesichtsausdruck verwandelte sich in Verwirrung, als ihm klar wurde, was hier geschah. Er begann wie wild zu brüllen und zu gestikulieren und versuchte wieder hinabzusteigen, aber dafür war es zu spät. Seine Kameraden drängten nach oben und die Leiter entfernte sich immer mehr. Die Leiter stand bereits fast senkrecht, als auch die anderen Orks bemerkten, dass irgendetwas nicht stimmte und sie hektisch begannen hinunterzusteigen. Die Zwerge jubelten, als die Leiter in die Reihen der Orks einschlug. Lange konnten sie sich an diesem Erfolg allerdings nicht erfreuen, denn weitere Sturmleitern schlugen an die Brustwehr. Auch diesem neuen Feind warfen sich die Zwerge entgegen. Elric hatte das Gefühl, dass für jeden Ork, den sie erschlugen oder von den Mauern warfen, 2 neue an seine Stelle traten. Gleichzeitig war er aber auch zu stur, um nur einen Schritt zurückzuweichen. Seine Kameraden standen ihm in Sturheit in nichts nach. Sie stellten sich jedem Ork mit dem gleichen Kampfeswille entgegen und schafften es immer wieder, ihre Feinde vom Wehrgang zu vertreiben. Aber auch Zwerge waren nicht unverwundbar und so begannen auch ihre Reihen Lücken aufzuweisen. Tjalf wurde von einem Ork, dem er die rechte Hand abgeschlagen hatte, im Fallen mit der linken gepackt und durch eine Schießscharte gezerrt. Elric wollte gerade noch nach ihm greifen, war aber zu langsam und musste hilflos mit ansehen, wie sein Freund hinter der Mauerkrone verschwand. Zum Trauern blieb ihm keine Zeit, als der Kopf eines anderen Orks vor ihm auftauchte. Die Zwerge wehrten sich tapfer, aber die Übermacht der Orks und Goblins machte sich bemerkbar. Trotz ihres erbitterten Widerstandes wurden die Zwerge zurückgedrängt. Erst waren nur 2 Orks auf dem Wehrgang, dann 4. Ihnen folgten die Goblins, die zwischen den Orks hin und her rannten und nach Lücken suchten, um hinter die Zwerge zu gelangen. Noch hielt der Schildwall, auch wenn er sich bereits zu lichten begann. Schritt um Schritt bewegten sich die Zwerge rückwärts und mehr Grünhäute gelangten auf den Wehrgang. Die Orks mochten weit größer sein, aber davon ließen sich Zwerge nicht einschüchtern. Mehr als eine der Grünhäute musste schmerzlich feststellen, dass man mit zertrümmerten Kniescheiben nicht mehr stehen konnte, und plötzlich waren es die Zwerge, die ihre Feinde überragten.
Elric schlug mit seiner Axt zu und hörte befriedigt das laute Brüllen des Orks, der vor ihm auf die Knie fiel und die Zähne fletschte. Mit einem schnellen Schlag machte er seinem Gegner ein Ende. Nicht besonders ehrenhaft, aber um Ehre ging es hier auch nicht. Hier zählte nur der Sieg. Snorri zog seine Axt gerade aus dem Schädel eines Goblins und versetzte dem Kadaver einen Tritt. Je mehr Gegner sie erschlugen, desto mehr stürmten auf den Wehrgang. Sie wurden weiter nach hinten gedrängt, bis die Zwerge schließlich fast die Wand im Rücken spürten. Da ertönte ein Hornsignal, und so, wie sie es immer wieder geübt hatten, verschränkten die Zwerge der Maschinistengilde ihre Schilde. Die vorderste Reihe kniete sich hin, während die anderen ihre Schilde darüber oder über ihre Köpfe hielten. Sie waren so konstruiert, dass sie sich wie eine Wand zusammenfügten und die Krieger praktisch eine kleine Festung bildeten. Snorri, der neben Elric kniete, begann plötzlich wie wild zu lachen. »Jetzt wird es lustig werden!« Während er dies sagte, holte er eine der Granaten aus seiner Tasche. »Wollen doch mal sehen, was diese Freunde anrichten können.« Er schraubte den Zündmechanismus auf und drückte die Feder des Mechanismus. Dann stemmte er seinen Schild ein Stück nach oben und warf die Metallkugel mit Schwung zwischen ihre Angreifer. »Granate!« schrie er, und die Zwerge drückten sich noch enger aneinander. Erst passierte nichts. Man hörte nur das Brüllen der Orks und wie ihre Waffen auf die Schilde der Zwerge niederfuhren. Dann krachte es vor dem Schildwall und das Brüllen ging in Schmerzensschreie über. Snorri lachte wieder und war schon dabei, die nächste Granate zu entsichern. Elric öffnete die kleine Sichtluke an seinem Schild und spähte hinaus. Die Explosion hatte mit den umstehenden Orks und Goblins ganze Arbeit geleistet. Ein großer Teil von ihnen lag blutend und stöhnend am Boden. Gerade rechtzeitig schloss er die Luke, als Snorri erneut schrie: »Granate!« gefolgt von anderen Kriegern, die ebenfalls Granaten in die Feinde warfen. Jetzt drängten sich die Zwerge noch enger hinter ihren Schilden zusammen und hörten die Explosionen, gefolgt vom Geschrei der Goblins und dem Brüllen der Orks. »Formation auflösen!« brüllte Hauptmann Bofa über den Lärm, und die Zwerge lösten die Schildkrötenformation und fächerten wieder in einen Schildwall auf. Auf dem Wehrgang lagen überall verwundete und sterbende Grünhäute. Die Clankrieger stürmten wieder zur Brustwehr und erschlugen auf ihrem Weg alle Feinde, die sich noch rührten. Ihre Granaten hatten unter den Orks und Goblins regelrecht gewütet und ihren kleinen Teil der Verteidigungsanlagen für einen kurzen Moment von Feinden befreit. Elric hatte keine Ahnung, wie es entlang der anderen Abschnitte der Wehrmauer aussah. Die Verteidigungsanlagen waren so konstruiert, dass die einzelnen Abschnitte voneinander abgeriegelt werden konnten, sollte einer aufgegeben werden müssen. So waren die Feinde zwar auf den Mauern, aber zwischen zwei Türmen eingeschlossen, hinter sich die Brustwehr und vor sich die steile Felswand. In den Berg waren Kasematten eingehauen worden, von denen aus Armbrust- und Musketenschützen aus der Sicherheit der Schießscharten den Wehrgang bestreichen konnten. Elric verdrängte den Gedanken daran, wie es wohl an den anderen Abschnitten stand. Sie hatten sich eine kurze Verschnaufpause erkämpft. Doch statt auszuruhen, befahl Bofa: »Schafft die Kadaver von meinem Wehrgang! Schickt sie zu ihren stinkenden Freunden zurück!« Elric stellte sich wieder an die Zinnen, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie eine neue Leiter gegen die Brustwehr schlug. Er stellte sich auf und wartete darauf, sich dem nächsten Ork zu stellen. »Elric, geh aus dem Weg!« hörte er Snorri von hinter sich rufen. Snorri schleppte mit zwei anderen den Kadaver eines Orks an die Zinnen. Elric machte einen Schritt zur Seite. Dann hoben die drei den Körper erst auf die Zinnen und ließen ihn auf die Sturmleiter darunter fallen. Dem verdutzten Geschrei nach waren ihre Angreifer sehr überrascht davon, von ihren eigenen Kameraden in den Tod gerissen zu werden. Der Kampf ging mit unverminderter Härte weiter, während hinter Elric und den anderen Zwergen, die an der Brustwehr kämpften, die Kadaver der Orks und Goblins nach vorne geschafft und von der Mauer geworfen wurden. Trotzdem machte sich die Übermacht der Grünhäute wieder bemerkbar. Aller Sturheit und Widerstand zum Trotz waren auch Zwerge nun mal nicht unverwundbar oder immun gegen Erschöpfung. Und so begannen sich ihre Reihen immer mehr zu lichten. Elric schlug und hackte auf die Orks ein, die Leitern erklommen. Als er einen Moment Zeit hatte, warf er einen schnellen Blick nach hinten. Wo vorher mehrere Reihen aus Kriegern gestanden hatten, war die Anzahl der Verteidiger bedenklich geschrumpft und hinter ihm stand eine dünne Linie aus Zwergen, die darauf warteten, mit ihren Kameraden die Positionen zu tauschen. Erschöpfung und Müdigkeit standen ihnen ins Gesicht geschrieben. Lange würden sie diesen Teil des Wehrgangs nicht mehr halten können, dachte er. Elric wandte sich gerade rechtzeitig wieder um und sah sich einem grinsenden Goblin gegenüber, der mit einem rostigen Krummschwert ausholte. Elric drosch ihm die Schildkante ins Gesicht und die Grünhaut fiel kreischend nach hinten und verschwand aus seinem Sichtfeld. Plötzlich ertönte ein Hornsignal. Erst verstand er nicht, was das bedeuten sollte. Ihm war nur noch bewusst, dass es sich um etwas Wichtiges handelte. Er schlug weiter mechanisch auf die Orks und Goblins ein, die die Mauer emporkletterten. Dann spürte er, wie sich eine Hand auf seine Schulter legte und ihn von der Brüstung wegzog. Elric drehte sich um, die Axt erhoben, als er das Gesicht erkannte. »Ich bin's, Elric«, hörte er Snorris Stimme über den Lärm. »Wir geben diesen Wehrgang auf. Wir ziehen uns zurück.« Er ließ sich von Snorri nur widerstrebend mitzerren.
Los, schneller! Rief Hauptmann Bofa und winkte die letzten Verteidiger in den Zugang zur Festung. Snorri und Elric passierten als Letzte das Tor. Dann schlug der Hauptmann mit der Axt gegen einen Haltebolzen und ein Granitblock verschloss den Durchgang. Die Orks konnten jetzt so viel sie wollten auf den Wehrgang stürmen. Hier würden sie keinen Weg ins Innere der Festung finden. Elric und die anderen verschnauften in der Sicherheit der Mauern, als ein Regiment Armbrustschützen an ihnen vorbeihastete, die sich auf ihrem Weg zu den Kasematten befanden. Das wird das reinste Hasenschießen, hörte er einen der Zwerge sagen, die an ihnen vorbeiliefen. Snorri grinste nur verächtlich, während er Elric einen Bierkrug reichte, den er von irgendwoher bekommen hatte. Hier, trink was. Dankbar nahm Elric den Krug und trank gierig. Es wurde ihm erst jetzt bewusst, wie durstig er eigentlich war. Er reichte den halbleeren Krug an Snorri zurück, während sie den Armbrustschützen nachschauten. Dann sollen sie mal ihre Hasen schießen, sagte Elric sarkastisch und spuckte aus. Große Worte, wenn man hinter dicken Felsmauern steht. Das hier sind jetzt die 10 fertigen Clankrieger, aber die Einheit wird natürlich noch größer werden. Mit Zwergenkriegern ist es wie mit Imperiumssoldaten, bretonischen Rittern oder Landsknechten. Es ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon und der hat mit diesen 10 Mann jetzt angefangen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.